Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Our Travel World. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für diejenigen, die uns noch nicht kennen, mein Name ist Marcel. Ich bin Melissa. Und wir verbringen 2 gemeinsame Work-and-Travel-Jahre in Australien. Heute haben wir es wieder mal mit einem ganz besonderen Video zu tun, und zwar aus folgendem Grund. Wir waren in dem unserer Meinung nach schönsten Nationalpark Australiens und haben dort sehr, sehr viele schöne Sachen erlebt, die wir jetzt mit euch teilen möchten. Und ja, wenn ihr mehr über den Karijini National Park erfahren wollt, bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Wie ihr vielleicht schon im letzten Video gesehen habt, waren wir jetzt das in Exmouth und von dort aus sind wir dann direkt weitergefahren zum Karijini National Park, und zwar 650 Kilometer, die sind wir direkt an einem Tag durchgefahren. Und ja, die letzten 1,5 Stunden waren Gravel Road, also es war auf jeden Fall nicht so angenehm. Und ja, dann sind wir direkt abends angekommen auf dem Eco Retreat Campingplatz. Es war auf jeden Fall ein sehr einfacher Campingplatz, also für den Preis, den wir gezahlt haben, haben wir uns auf jeden Fall mehr erhofft. Dafür hatten wir einen sehr schönen Sternenhimmel, wo man sogar die Milchstraße sehen konnte. Ja, das stimmt. Also wir haben da ein bisschen rumgetüftelt mit den Kameras und doch bestimmt, ihr könnt es ja selber sehen, eine sehr, sehr erstaunliche Aufnahme machen können. Dieses Video geht 3 Sekunden und wir haben ungefähr, und die Kamera hat das eine halbe Stunde aufgenommen. Am zweiten Tag, beziehungsweise unserem ersten richtigen Tag in einem Karijini National Park, sind wir dann zur Vino Gorge gefahren, beziehungsweise auch Hancock Gorge. Die sind nämlich direkt nebeneinander, und haben dort das Auto abgestellt und sind dann erstmal in die Hancock Gorge runtergeklettert. Es wird darauf hingewiesen, dass man extra Schwimmschuhe mitnehmen soll, und das hat auch einen ganz besonderen Grund. Wenn man nämlich runterklettert und unten ankommt oder runterläuft, dann muss man erstmal das Wasser durchqueren, durch so, ja, so kniehohes Wasser durchlaufen, und da sind unfassbar spitze Steine. Deswegen für jeden, der da mal hingeht, auf jeden Fall mindestens Badelatschen einpacken, damit man da sich nicht die Füße verletzt, weil es hat echt wehgetan, barfuß da durchzugehen. Und ja, dann sind wir da ein bisschen rechts und links am Wasser immer vorbeigeklettert und so. Das hat echt mega Spaß gemacht, und sind dann hinten angekommen, und zwar zwischen so, also da ist dann nur noch so ein Durchgang, da geht es hinten zum Pool durch so 2 Wände durch, wo man dann quasi wie so eine, der heißt nicht umsonst Spider Walk, also der Spinnenwalk, ja, wo man dann durchklettern kann wie so eine Spinne und sich mit Armen und Füßen quasi an der Wand festhält. Ziemlich cool. Und ja, wie gesagt, wenn man dann da durch ist, dann kommt man hinten an so einem kleinen Pool an, der sehr, sehr, sehr kalt war. Nichtsdestotrotz eine richtig coole Gorge, die Hancock Gorge, muss man auf jeden Fall gesehen haben, wenn man dort ist. Genau, dann sind wir erstmal zurückgelaufen und sind dann auf die andere Seite, also es ist wirklich nur 3 Minuten von dort Fußweg, dann kommt man direkt in die Vino Gorge. Dort sind wir dann auch wieder ein bisschen rumgeklettert und auch wieder zwischen den Felsen oder Wänden lang und sind dann ca. 20 Minuten zum Handrail Pool gelaufen, der auch mega schön ist. Genau, dort kann man dann sich, warum heißt der Handrail Pool? Weil da kann man sich nämlich so runterhangeln. Wir haben es nicht gemacht, weil wir dann schon davor plitschnass waren und dann nicht nochmal in den Pool rein wollten. Aber auch der Weg zum Handrail Pool war wieder mega cool. Auch wieder durch, wie sie schon gesagt hat, durch so enge Wände durch, und dann ist unten so das Wasser durchgeflossen, wie so ein Fluss, Bach oder was auch immer. War auch sehr, sehr, sehr cool anzusehen auf jeden Fall. Und auf dem Rückweg sind wir dann quasi den Weg wieder zurückgelaufen und dann nochmal so ein extra Walk Trail, der nicht besonders spektakulär war, wieder hoch zum Parkplatz. So viel zum Tag Nummer 1. Auf jeden Fall schon mega aufregend und ja, war auf jeden Fall richtig, richtig cool zu sehen, oder? Also ja. Mir persönlich hat der Spider Walk dort am besten gefallen, und den sollte man auch, wie gesagt, nochmal auf jeden Fall machen, wenn man da ist. Am nächsten Tag sind wir dann ca. 80 Kilometer von unserem Campingplatz im Karijini von Eco Retreat zur Dales Gorge gefahren. Wie ihr hört, 80 Kilometer ist schon ziemlich lang innerhalb eines Nationalparks, also daran sieht man, der ist echt groß.
Und angekommen an der Dales Gorge mussten wir dann erstmal feststellen, dass der Circular Pool, also ein sehr, sehr berühmter Pool, leider geschlossen war, deswegen konnten wir uns den leider nicht angucken, haben dann aber trotzdem den Walk Trail genommen zum Circular Pool da vorbei, der war geschlossen, und dann unten in die Dales Gorge rein. War mega cool, auch wieder ein Weg über Stock und Stein. Und ja, einfach ein wirklich so ein bisschen abenteuerlich da und hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und über diesen Walk Trail unten durch die Gorge durch sind wir dann quasi an den Fortescue Falls angekommen. Von den Fortescue Falls sind wir dann weitergelaufen zum Fern Pool, oder wie der heißt. Fern Pool. Und auf dem Weg dorthin haben wir auch Fledermäuse gesehen. Da war der ganze Baum voll mit Fledermäusen. Das haben wir auf jeden Fall öfter in Australien. Und ja, in den Fern Pool ist Marcel dann auch nochmal reingesprungen und ja, ich fand das Wasser gegangen. einfach. Das war mega schön, da konnte man auch die Fische sehen. War so ein bisschen wie Fischspa. Genau. Ja, da haben echt Leute gesessen und sich dann die Füße da ins Wasser gehalten und die Füße knabbern lassen. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber es war eine richtig, richtig coole Wasserfarbe einfach. Ja. So wie so ein Tropical Vibes irgendwie. Und auch ein Wasserfall nochmal beim Fern Pool. Also auch dort richtig, richtig schön. Ja, und es war dann quasi der Tag 2 da unten in der Dales Gorge. Da haben wir ungefähr 3 bis 4 Stunden verbracht. Und als wir dann zurück zum Auto gekommen sind, mussten wir feststellen, dass der Reifen von unserem Auto platt war. Was im Carigini wohl öfter passiert. Wir hatten dann mit einem Ranger gequatscht und der hat uns erzählt, ach, das haben wir hier jeden Tag 50 Mal gefühlt. Ja, ist halt Gravel Road, da sind viele Steine und ja, da mussten wir erstmal diesen hässlichen Ersatzreifen rauf machen und ja, gut, hat aber seinen Zweck erfüllt. Und ja, dann sind wir nachdem wir in der Dales Gorge waren, sind wir dann auch zurückgefahren nach Tom Price, also das Dorf am Carigini National Park, circa 70 bis 80 Kilometer entfernt von der Dales Gorge, und haben dann dort erstmal übernachtet. Am letzten Tag sind wir dann zur Hammersley Gorge gefahren, auch wieder natürlich Gravel Road, und da kamen uns ganz viele LKWs entgegen, die uns alle eingestaubt haben, wo wir gar nichts mehr sehen konnten. Ey, man konnte einfach gar nichts mehr sehen, sowas haben wir auch noch nicht gesehen bisher. Nee, man musste dann immer extra anhalten und warten, bis sie vorbei sind, dass man mal freie Sicht hat. Genau, also es sind ja nicht normale LKWs, sondern diese fetten Road Trains, die irgendwie 60 Meter lang sind und dann ja, da einfach mal alles einstauben. Genau. Ja, deswegen kann es auch passieren, dass man Steinschläge kriegt. Wir haben auch ein paar kleine bekommen. Genau, stimmt, das war im Carigini. Ja. Da haben wir einen Steinschlag bekommen, weil die Dinger so viel Steine aufwirbeln, das gibt es gar nicht. Ja. Ja, traurige Geschichte. Genau, und dann sind wir da ein paar Stufen runtergelaufen, ich glaube 200 oder so. Naja, also erstmal, wir sind da angekommen und haben uns das erstmal von oben angeschaut, weil nämlich der Blick von oben, den fand ich ziemlich cool, da runter in die Schlucht rein. Und dann sind wir circa, ja, was waren es, 200? Ich glaube schon, ja, ungefähr 200 ziemlich steile Stufen runter in die Gorge rein. Und ja, dort haben wir dann der Pool sah auch echt cool aus, ne? Ja, genau, da hätte man dann schwimmen können, haben wir aber nicht gemacht. Und dann sind wir noch ein Stück weiter und da war dann auch nochmal ein anderer Pool. Ja, da musste man auch wieder schön klettern. Ja. Es war sehr, sehr steil. Aber ohne irgendwelche Hilfen oder so musstest du da die Steine, und die waren halt ziemlich rutschig, dann bist du immer wieder runtergerutscht. Und genau, und dann kann man nochmal in so einen anderen See dahinter. Ja, ne? Der war auf jeden Fall mega cool. Der heißt Spa Pool und das hat einen Grund, das ist so, wir haben da auch ein Bild auf Instagram, schaut euch das mal an. Ja. Sehr, sehr cool, wie so ein kleiner Pool mit so einem Wasserfall, das ist einfach mega gewesen. Ja, da waren wir dann noch drin. Genau, da waren wir auch baden, das muss man einfach machen, sah richtig cool und gemütlich aus. Und ja, genau. das war es eigentlich auch schon. Ja. Das sind die 3 Sachen, die wir euch auf jeden Fall empfehlen würden, wenn ihr in den Carigini geht. Schaut euch an Vino Gorge, Hancock Gorge, das ist halt an einer Stelle, die Dales Gorge und auf jeden Fall die Hammersley Gorge. Ja. Das sind die 3 Highlights. Und ja. Und damit, liebe Damen und Herren, kommen wir auch schon wieder zum Ende vom Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich habe noch eine kleine Sache, ein kleines Anliegen, und zwar haben wir neue Filter bei Instagram online. Wenn ihr mal Lust und Zeit habt, dann schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Die sind echt cool geworden
Und ja, perfekt so für so Daily Vlogging oder wenn ihr euch mal irgendwie aufnehmen wollt oder so. Richtig, richtig coole Filter. Ja, ansonsten hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen oder ein Abo. Und ja, genau, dann bis zum nächsten Video. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht und wir wünschen ganz, ganz liebe Grüße aus Australien. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.